Und also viele haben mich gefragt, was wir auf unserem Grundstück machen. Jetzt können wir es verraten, jetzt machen wir es offiziell. Das ist Dschungelcamp 2024. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video in unserem Kanal Los Loquitos. Heute zeigen wir euch die Fortschritte der letzten 2 Wochen. Das Grundstück wurde entwurzelt, die Erdarbeiten sind fast abgeschlossen. Es wurde mit der Straße begonnen, die ist fast fertig und die Jungs haben jetzt schon, fangen heute schon an mit der Umfriedung vom Grundstück. Habe ich jetzt noch was vergessen, Micha? Straße. Straße. Ah, der Wassertank. Habe ich Wassertank? Wassertank steht. Ne, gute Seite, schlechte Seite. Viel Spaß beim Video. Ich liebe Paraguay. Ich liebe die Paraguayer. Ich mag sie einfach. Ja, Problem gibt es hier nicht. Ja. Da wird geguckt, wie es gemacht wird. Und das ist etwas, was ich sehr mag. Jetzt nehme ich das Handy noch mal selber in die Hand. Herzlichen Dank an alle für die ganz, ganz tollen Vorschläge, welche wir beim letzten Video erhalten haben mit den Pflanzen. Wir haben dann gegoogelt und geschaut, wie sehen die Pflanzen aus, und ich muss echt sagen, mega, mega, vielen, vielen Dank. Es sind einige Ideen dabei, wo man auch tatsächlich dann hier an dem Grundstück dann umsetzt. Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, 22. August 2022. Der Bagger steht schon da. Und zu meiner Überraschung geht die Entwurzelung der Straße recht fix. Ich habe gedacht, dass die Wurzeln dicker und tiefer in die Erde gehen, aber ich wurde des Besseren belehrt. Wenn wir jetzt gerade mal hingehen und schauen mal, so sehen die meisten Wurzeln aus. Das heißt, die gehen ganz, ganz einfach aus dem Boden raus. Ist echt der Wahnsinn. Dieser Baumstamm, das war jetzt ein ganz großer. Und man sieht, es sind nicht wirklich richtig dicke Wurzeln. Komischerweise, auch hier. Naja, was wird heute gemacht oder wie geht es weiter? Als allererstes, letzte Woche wurde das Fundament für den Brunnen ausgegraben und ausgegossen. Das sieht man mal hier. Und zwar das Loch war 2 Meter tief, circa, und 90 auf 90. Und der gute Mann hat das ganze Loch mit der Hand ausgegraben. Und betoniert ist auch schon. Das heißt, hier kommt dann der Tank, unser Wassertank drauf. Dann haben wir hier unser Rohr. Da kommt dann, ich denke, Ende dieser Woche müsste der Wassertank kommen. Da kommt dann die Pumpe rein und pumpt dann das Wasser in den Wassertank. Genau, man sieht auch hier, ich hoffe, das erkennt man richtig, das Gestein, was wir gehabt haben. Beim Bohren, wo rausgekommen ist. Viel ist es nicht. Ja. Aber also ich habe nicht gemeint, dass da mehr rauskommt. Es ist nicht wirklich viel, erstaunlicherweise. So. Jetzt stehen wir vorne an der Straße, wo die professorische Zufahrt gemacht worden ist für den Brunnenbohrer. Und hier kommt dann die große Straße rein. Wenn der Bagger dann fertig ist mit den Wurzeln, dann wird die Straße ca. 40 cm ausgehoben und die Erde wird dann an das hintere Grundstück verteilt. Wir haben vom Vermesser einen Höhenplan erstellen lassen
wo wir dann erkennen können, wohin die Erde dann transportiert werden muss. Die Wurzeln werden jetzt dann später von einem LKW abgeholt und ja, dann haben wir die Straße drin, also erstmal eine Erdstraße, die wird dann später eine Art Kopfsteinpflasterstraße, und wenn alle Bauarbeiten dann abgeschlossen sind, werden wir diese dann in Zukunft auch noch teeren lassen. So sieht es dann langsam aus. Ja, jetzt sind wir auch fertig mit der Bäumefälle und man sieht, wie viel Holz das wir haben. Das ist unfassbar viel. Da drüben, da. Hier kommt der Garten hin. Dann haben wir da wieder. Da drüben. Hier. Und das sieht man im Sommer, wo es gebrannt hat. Aber er wird durchhalten. Ganz anderes Grundstück. Das Bild ändert sich täglich. Aber keine Sorge, wir pflanzen wieder ein. Also es wird wieder grün. So, heute haben wir Mittwoch und der Bagger hat auch unseren zukünftigen Garten schon entwurzelt. Ich gucke gerade mal, ob man es besser sieht oder besser erkennen kann. Hier sind die ganzen, genau, da sieht man es. Genau, also hier hat der Bagger, da kommt unseren Garten hin, das ganze Stück hier, und da kommen auch Obstbäume rein. Ja, die Wurzel behalten wir. Da schauen wir, ob wir da was draus machen können. Ja, heute wird jetzt das Ganze hier weggebracht, die ganze Wurzel. Und dann wird morgen angefangen mit der Straße bis runter. Es kommt ein kleinerer LKW morgen. Und dann wird unter dann aufgefüllt mit Erde. So, ich mache jetzt auch Feierabend und dann sehen wir uns morgen wieder. Der erste LKW mit Erde wird jetzt abgeladen. Ich bin mal gespannt, ob er durch die Palmen durchkommt, beziehungsweise ob er dann auch wieder hochkommt, aber ich denke schon. Wir haben jetzt zwar noch keine Mittagszeit, aber schaut mal, wer da angerannt kommt. Der Joachim. Wo ist mein guter Bub? Komm hier. Hier komm. Suchst du nach Essen? Ha? Ich habe heute nichts dabei. Ich habe gar nichts dabei heute. Ja. Normalerweise kommt er immer pünktlich um halb 12, genau. Weil da fangen die Jungs dann an mit dem Kochen, mit dem Grillen. Aber er findet heute nichts, gell? Ja. Das ist unser Joachim. Der Name hat übrigens ihm der Diego gegeben, gell? Diego hat dich getauft. Joachim geht jetzt mit mir mit. Wir gucken jetzt mal, wie der LKW entlädt. Und da unten ist er. Er ist durchgekommen. Wir fangen da drüben an, auf der linken Seite. Im Süden. Mit dem Auffüllen.
und gehen dann langsam hier rüber. Die Ankunft vom Wassertank. So, willkommen in Paraguay. Ich habe bestellt, grauer Tank mit dem Logo drauf. Allerdings, das Logo wurde auf eine Folie drauf gezogen. Jetzt sind es zwei verschiedene Farben. Das oben ist so grünlich und auch von der Struktur her, ich habe extra nochmal ein neues Logo geschickt. Ja, man sieht halt den Druck, sieht man halt ganz deutlich. Wir machen das jetzt nicht drauf. Haben wir uns jetzt entschlossen, weil das ist doch dann mehr schlecht wie recht. So, also jetzt haben wir geredet, wie wir es machen, ob wir es neu bedrucken sollen. Faktisch, die wollen heute aufstellen, was mir eigentlich ganz recht ist, der Tank. Und jetzt organisieren wir einen Maler, der will es jetzt drauf malen. Bin ich mal gespannt, wie es ist, aber auch das ist Paraguay. Erst ein Problem, dann wird nach einem Problem gesucht und dann gucken wir weiter. Wir warten jetzt, wie gesagt, die sind jetzt alle da und warten, bis sie den Tank aufstellen können. Ich hoffe, dass wir es heute im Laufe des Nachmittags noch schaffen dann. Gut. Heute haben wir Samstag. Das Datum ist doch auch scheißegal. 27.08. genau. Ich bin heute ein bisschen später auf das Grundstück gekommen, weil ich war gestern doch ziemlich fertig. Den ganzen Tag mit dem Motorsäge gearbeitet und irgendwann merkt man doch, dass dann der Oberarm und ist dann ziemlich müde. Also bin ich ein bisschen später. Und nach dem ganzen Theater, gestern mit dem Wassertank, komme ich heute ins Grundstück und jetzt mal ganz ehrlich, ja, auch das ist Paraguay. Ich liebe es. Problem gehabt, ja, der Aufkleber hat nicht so gepasst mit der Farbe und so weiter und so fort. Jetzt komme ich heute Morgen daher, wollte eigentlich filmen, wie ich den Wassertank aufstelle. Jetzt steht der Wassertank schon. Und ganz, ganz wichtig, in Perfektion. Ohne Witz, in Perfektion. Also mega, mega toll. Ich blende nochmal das Bild ein. Ich liebe Paraguay. Ich liebe die Paraguayer. Ich mag sie einfach. Ja, Problem gibt es hier nicht. Ja. Da wird geguckt, wie es gemacht wird. Und das ist etwas, was ich sehr mag. Jetzt haben wir mal kurz Pause gemacht mit dem Bagger. Und da sieht man jetzt schon die Straße. Ein bisschen breiter wird sie noch gemacht. Aber es wird. Und der Wassertank. Bin total glücklich. Wir haben die Palmen bis auf 2 retten können, die hier drin standen. Und zwar haben wir jetzt hier eine eingepflanzt, da haben wir eine eingepflanzt und der Rest haben wir dann hier drüben verteilt. Und ich weiß nicht, ob man sieht wegen der Sonnenstrahler, aber hier steht eine, da hinten steht eine. Also diese Palmen konnten wir alle retten. Und die Straße ist jetzt fertig oder so gut wie fertig, noch ein paar Meter. So, wir sind jetzt ganz unten und haben jetzt eine Schnur gerichtet, weil hier kommt das Rodondo. Also der Kreisel kann man eigentlich nicht sagen. Der Wendepunkt, genau, Wendehammer.
der Hugo markiert das Ganze und der Baggerfahrer weiß dann, wo er noch auszugraben hat. So, jetzt haben wir hier die Straße fast fertig, nur am Wendehammer. Der ist dann hier 4 Meter breit und da in der Mitte haben wir dann eine Insel, eine kleine, die wird dann schön gestaltet mit einer Palme oder ja, ein Baum. Das werden wir noch sehen. Jo, so ist das. Dann noch was in eigener Sache, und zwar, wie viele wissen, haben wir das Projekt Mensch und Tier. Und aktuell sammeln wir Geld und Sachspende. Geldspende, wir wollen unterstützen, dass ein Feuerwehrauto von Deutschland nach Paraguay kommt. Und bei den Sachspende suchen wir Kinderkleidungen, also wirklich alles von Babykleidung, Schuhe, ja, für die Indianerkinder. Wir haben schon mehrere Projekte abschließen können. Wir haben aktuell unterstützt ein weiteres Tierheim mit Futter, und ein junger Mann hatte einen Motorradunfall, der ist im Koma gelegen. Diese Woche wieder aufgewacht. Die haben wir auch ein wenig unterstützt, und in der Vergangenheit, wer unseren Kanal verfolgt, machen wir ganz viel, gerade für Tiere, für Kinder, also wie Weihnachtsfest, Weiße Haus, wo man immer spenden. Die Daten für die Spendemöglichkeit haben wir in der Beschreibung, und wäre euch sehr gern oder wäre euch echt dankbar, und wenn ihr uns unterstützen könnt oder unser Projekt. Und auch vielen, vielen Dank an die bisherigen Spender. Ohne euch wäre das eigentlich gar nicht alles machbar. Deswegen riesen Herz und herzlichen Dank.